Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt's wieder neue Gerüchte. Sehr, sehr interessante Gerüchte. Für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler, den wir heute vorstellen dürfen. Es geht um Ryan Griep. Um keine weiteren Videos zu verpassen, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dankeschön an jeden, der das macht an dieser Stelle. Ja, Ryan Griep ist ein offensiver Mittelfeldspieler, darauf werden wir auch gleich nochmal genauer gucken. Laut bestimmten Leakern soll es da auch Gerüchte drum geben und das deckt sich auch alles, also wenn mehrere das schreiben, ist das meistens immer der Fall. Und ja, wir können kurz sagen, von Transferradar kam die Nachricht, dass das Profil Ryan Griep zum FCM passt und auch er Deutsch spricht. Zudem hat er nur noch ein Jahr Vertrag, der 26-jährige Flügelspieler. Und, was natürlich sehr interessant ist, er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Mohamed El-Khoury. Und ich glaube, das spricht jeden von uns an, denn der Mann hat absolut bei uns krass gespielt, ist ein absoluter Baller gewesen. Ich liebe sowieso allgemein solche Spieler, die einfach mal am Ballen sind, ein bisschen kicken können, auch gute Dribblings haben. Auch deswegen habe ich lieber Bocho sehr, sehr gefeiert bei uns im Trikot, weil ich diese Dribblings unglaublich geliebt habe und die wirklich einzigartig für die zweite Liga waren. Ja, dementsprechend kam dann aber auch schnell die Nachricht, dass er Deutsch definitiv spricht, also das ist schon mal ein Vorteil. Und Schock kennt ihn auch aus Baden-Württemberg. Schreibt Lux, auch ein Liga von uns. Aktuell basiert aber das Gerücht nur im Beitrag von One Football bzw. Virtual Football. Es gibt noch nichts Konkretes. Auch das bestätigte eine Quelle aus Frankreich, dass es Interesse gibt, ja, aber bis jetzt noch nichts Konkretes. Auch das ist klar. Wird ein Angebot gemacht, muss das sehr, sehr hoch sein, denn Ryan Griep ist klarer Stammspieler bei dem Verein, wo er spielt. Und das ist schon mal ein klares Statement. Ich glaube, damit können wir schon mal gucken, dass es ein sehr, sehr hartes Ding wird. Ich habe mir auch heute ein Tor extra rausgesucht, was ich unglaublich interessant finde. Leider ist die Qualität von dem Video nicht ganz so gut. Und leider findet man zu Ryan Griep auch gar nicht mal so viel. Aber das Tor habe ich mir rausgesucht und das gucken wir uns dann definitiv noch an. Das finde ich nämlich sehr geil geschossen. Und ja, dann gucken wir erstmal in seine ganzen Daten rein und gucken, ob er überhaupt ein Spieler für den FCM wäre. So, da sind wir dann auch. Ryan Griep. Mit der 21, das spielt er, wie gesagt, ein sehr, sehr ähnliches Profil wie einmal mit El-Khoury, außer dass er nicht Rechtsverteidiger oder rechtes Mittelfeld spielen kann. Oder auch links und linkes Mittelfeld. Also das ist das Einzige, was der Unterschied ist, aber ein Baller ist er trotzdem. Ja, Vertrag bis 26, hat 800.000 Euro Marktwert. Wie gesagt, ist der klare Anführer da in der Mannschaft, kann man sagen, was offensives Mittelfeld angeht. Und hier sieht man auch, dass er alles spielen kann. Letzte Saison hat er aber nur rechts außen hauptsächlich gespielt. Hat hier in den ganzen 32 Spielen 12 Scorer gemacht. Das ist eine gute Quote, muss man auch sagen. Dafür, dass er nicht mal so viel gespielt hat. Auch das, klar, war öfters mal verletzt oder auch nicht im Kader. Und hat dann einfach nur ein paar Halbeinsätze gehabt. Auch das gegen Mannschaften, die dann eher schlechter waren. Ja, also oft ist er nicht gegangen, ist jedoch trotzdem ein klarer Spieler für die Startelf bei uns, auch wenn man die französische zweite Liga dementsprechend nicht unterschätzen sollte. Denn wenn wir uns mal Guingamp angucken, die haben natürlich auch einen Kader, der äußerst interessant ist, muss man an dieser Stelle auch sagen. Ja, und ich glaube, darüber brauchen wir uns auch gar nicht groß unterhalten, dass da definitiv eine Verstärkung wäre. Man kann ihn sehr, sehr mit dem, also wenn man den Kader vergleicht mit unserem Kader, ist unser Kader definitiv nochmal einen Ticken besser. Aber was halt hier der Unterschied ist, dass er dann halt mit Amin Hemmer nochmal einen interessanten Unterschiedsspieler hat, gegen den er ran muss. Und deswegen ist er wahrscheinlich die Saison noch nicht so gesetzt gewesen, wie er wahrscheinlich nächste Saison sein wird, auch wenn er fast jedes Spiel gemacht hat. Ja, ist glaube ich ein relativ klares Ding. Hat sich immer mehr in den Kader reingekämpft und war jetzt auch zuletzt fast unangefochten in der Startelf. Und dementsprechend zeigt er damit auch ganz klar seine Qualität. Und auch die Scorer sprechen halt mal wieder für sich. Rechts außen
wenn man das gerne nochmal drauf eingehen will, hat er in 18 Spielen 10 Scorer gemacht, also wie gesagt ein guter Flügelspieler ist er definitiv und hat dementsprechend auch die Qualität für mehr ganz klar schon mal gezeigt und wäre dann dementsprechend ein guter Aaron-Ersatz. Auf dem Flügel, wie gesagt, man kann viel von ihm halten, ein geiler Baller ist er. Und um das noch zu beweisen, haben wir hier nochmal ein Video. Wie gesagt, Qualität leider nicht die beste, aber mehr kann ich leider nicht anbieten aktuell. Weil mehr Videos gibt es leider nicht auf YouTube. Hier sieht man schon mal schöner Ballkontakt. Ich einfach mal reingehen. Und eigentlich ist der Ball schon so gut wie weg, muss man an dieser Stelle sagen. Er erholt sich ihn trotzdem irgendwie. Dann zieht er nach innen. Und jetzt ist der Kontakt entscheidend. Und er löst es halt ganz einfach mit einem lockeren Kontakt. Und den brauchst du halt dann auch nur. Dann nochmal ein Haken, der böse kommt. Nicht abgeschlossen und dann ist halt das Tor gefühlt frei und du kannst den locker reinmachen. Das ist halt einfach Qualität, die du da dann auf dem Platz siehst. Die haben auch nur bestimmte Spieler. Ich kann es auch nicht ändern. Das ist einfach ein Gefühl im Bein, genauso wie das Ding hier. Ein Freischuss, der wirklich unglaublich klasse reingeht. Also man sieht hier schon mal, nur natürlich ist es 3 Jahre alt, da war er noch ein bisschen jünger. Dann haben ihn auch bestimmte Mannschaften natürlich gescoutet und dann natürlich hat er auch bei Mannschaften in Deutschland gespielt, wie zum Beispiel Offenburg oder auch Oberachern. Nun könnte es wieder zum FCM gehen. Mal schauen, was daraus wird. Ich, wie gesagt, bin Befürworter für den Transfer. Ich würde es sehr, sehr interessant finden. Wie gesagt, ein ähnlicher Typ wie Mohamed Aaron-Khoury. Und wenn wir auf ihn drauf gucken, Aaron-Khoury, dann finden wir da auch ganz klar heraus, dass er noch keinen Verein hat. Wie gesagt, Mohamed kann gerne zurückkommen. Ich würde mich darüber äußerst freuen, denn er ist einfach ein unglaublicher Spieler. Mal schauen. Vielleicht kommt da ja noch mal was. Auf jeden Fall müsste er bald mal wieder einen Verein finden, weil bald geht der Ligabetrieb los und er ist definitiv ein guter Kicker. Gerne mal auch wieder in Magdeburg anklopfen, dann haben wir definitiv ein Problem auf den Flügeln weniger. Und damit gerne liken, abonnieren, würde mich sehr freuen. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit, ciao Leute.